Bereits ein halbes Jahr ist es her, dass Ubisoft ausgehungerte Anno-Holiker mit einem DLC für Anno 1800 beglückt hat. Denn auch wenn der größte Teil des Anno-Teams bereits am Nachfolger sitzt, ist der Support für das aktuelle Meisterwerk noch nicht gänzlich zum Stillstand gekommen. So erwarten uns dieses Jahr noch 3 finale Kosmetik-DLCs, von denen nun der erste in Form des Steampunk-Paketes in Kürze erscheint. Der nun kommende Steampunk-Kosmetik-DLC ergänzt Anno, angelehnt an Jules Vernes Roman 20.000 Meilen unter dem Meer und den Kultfilm Metropolis von 1927 um futuristische Skins und um haufenweise Sci-Fi-Deko-Gedöns, so wie man sich eben Anno 1800 mal die ferne Zukunft vorgestellt hat. Der dekorative Schwerpunkt liegt also auf Innovation und Fortschritt in der Ära der industriellen Revolution. Oder wie Prop-Artist Laura bei Ubisoft sagt: Die Idee dabei ist, dass wir uns als Menschheit nicht so ernst nehmen. Manchmal haben wir diese neue Technologie und wir versuchen sie überall einzuführen, ob es Sinn macht oder nicht. Und in den allermeisten Fällen ist das bei diesen Ornamenten hier nicht der Fall. Und das ist genau meine Art von Humor. So könnt ihr jetzt mit dem neuen Universitätsskin einem Libellenmann bei dessen Flugübungen zusehen oder zum Beispiel eine Kirche in den sogenannten Tempel des Fortschritts verwandeln, auf dessen Spitze ein großes Teleskop angebracht wurde. Das Highlight ist diesmal das große vollautomatisierte Dampfbadehaus, in welchem eure Stadtbewohner entspannen und den Alltagssorgen entfliehen können. Generell wird, passend zum Setup, viel Wert auf bewegliche Zahnräder und Pumpen gelegt. Passend dazu bietet der DLC auch einen neuen Brunnen, der von sprudelndem Dampf umgeben ist, sowie ein kleines Aquarium samt exotischer Unterwasserkreaturen. Den deutschen Sci-Fi-Film Metropolis huldigt man hingegen mit einer großen dampfbetriebenen Statue namens Maschinerie. Dazu gibt's blaue metallische Bronze- und Goldtöne bei den neuen Bodenkacheln, mit denen sich dann eure Plätze wie gehabt umdekorieren lassen. Anno 1800 bietet zwar nach wie vor keine U-Boote an, erlaubt mit dem DLC nun aber sich das aus 20.000 Meilen unter dem Meer berühmte Unterseeschiff als Skin über euer Flaggschiff zu stülpen und so ein bisschen Captain Nemo zu spielen. Und dann wären da noch neue Wohnhausskins für die Investoren und ganz wichtig, mit der Hans Dampf und dem Neue Ära Express 2 neue Zugskins. Der Steampunk Kosmetik DLC erscheint am 14. Mai 2024 und kostet wie gehabt 4,99 €. Flankiert wird der DLC wie gehabt von einem Game-Update. Version 18.2 wird aber nicht mehr viel verändern, sondern in erster Linie für die Funktionalität des neuen DLC sorgen. DLC-unabhängig erhält aber trotzdem jeder zur Feier des 5. Geburtstags des Spiels ein Freundschaftsornament. Außerdem wird Modding-Unterstützung für Shader und Soundbanks ergänzt. Den kurzen Changelog für die PC- sowie die Konsolenversion packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Wie ist das bei euch? Spielt ihr nach 5 Jahren immer noch intensiv Anno 1800 oder wird es langsam mal Zeit für den Nachfolger? Gerne mal in die Kommentare damit. Und sobald es wieder News zu Ubisofts Vorzeigetitel gibt, erfahrt ihr es wie gewohnt in einer neuen Folge Anno News in eurer Zocker-Lounge. Also gerne Abo dalassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Sehr gut. Die hat ja ein irres Tempo, die Eisenbahn. So. Can we replace that guy? And here's one more thing. Never a boring moment here. Well, that was a short history trip. Once again, thank you so much for all your support throughout the years. We truly appreciate it. You're such a wholesome community. Thank you. So let's once more raise our glasses to Anno 1800 and who knows what the future might bring.